kleineren Universitäten, aber auch an kleineren Hochschulen wie Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist eben alles viel individueller. Das bedeutet, im Vorlesungssaal sitzen höchstens 100 Studierende. In vielen Studiengängen bei uns sitzen sogar nur 20 Studierende eines Studiengangs in einer Vorlesung. Im Seminar noch viel weniger. Im Seminar sind höchstens 30 Studierende, in manchen sogar noch 5, 6 Studierende, die miteinander diskutieren, die mit dem Professor diskutieren und die viel besser natürlich von seinem Erfahrungsschatz auch lernen können und mit ihm gemeinsam an den Ideen arbeiten können. Ich denke, das Betreuungsverhältnis ist wirklich gut. Wir sind jetzt vielleicht in den Seminaren, aktuell im Masterstudiengang haben wir in der Regel nur eine Seminargruppe. Wir sind jetzt 16 Leute nur noch. Davor haben wir so aufgeteilt, dass wir vielleicht 10 Leute sind in einem Seminar und in den Praktika dann oft vielleicht nur 8 Leute und dann 2 Betreuer dabei. Also man hat dann immer Ansprechpartner und auch außerhalb der Seminare und Praktika, die Mitarbeiter sind eigentlich immer offen, wenn man sie was fragen möchte oder in den Sprechzeiten auf sie zukommt. Freuen sie sich sogar. Ja, ich bin nach Erfurt gezogen und war dann sehr glücklich, weil die Stadt wunderschön ist. Ich liebe Erfurt. Die Universität ist auch klasse, weil unser Studiengang sehr klein ist. Man hatte immer sehr viel Betreuung. Das Fach hat mich wahnsinnig interessiert, weil ich schon aus der Schule Sprachkenntnisse hatte, die ich gebraucht habe. Und ja, perfekt, so wie es war. Also an der Universität und auch an einer technischen Universität ist insgesamt nicht so viel Orientierung an praktischen Themen, sondern mehr Theorie, was von Vorteil sein kann, wenn man jetzt vielleicht in die Forschung gehen möchte. Die praktische Arbeit ist vielleicht interessanter, wenn du später in der Firma arbeiten möchtest. Auch die Vorlesungen sind an der Universität dann in der Regel größer, mehrere Studiengänge zusammengefasst, während es an der Hochschule wie hier dann doch zum Beispiel, sagen wir mal, das gleiche Fach Mathematik für jeden Studiengang eine eigene Vorlesung gibt und alles ein bisschen kleiner ist. Der Betreuungsschlüssel ist natürlich dadurch auch besser. Hat alle seine Vor- und Nachteile. The typical is the Referate. Referate are like presentations. So you have to imagine that a course is in 13 weeks, for example, and every week you have 2 hours. And in these 2 hours, you deal with different topics. And usually the lecturer will say, okay, who would like to work on this topic, who would like to work on this other topic, and then at every meeting, one person will present because this person read an article and will present the article, and then we will discuss, the whole class, the whole group will discuss. So actually also it's very frequent that the whole group will get the article to read and then they discuss all together. I guess the standard in many universities is the lecture. That means more or less a presentation held by the professor related to a special subject. The lecture is usually given in big rooms, and it's more for listening and taking the information. However, just asking questions is welcome. Then you have the form of seminar or just a training. This is more in smaller classes, so in smaller rooms, maybe 15, 20 people, and there is just more practical using of the knowledge. There is just a calculation, there is just solving problems, mechanical problems, whatever, and the group is doing this as a practice thing. This is the second one. Then of course you have lab works in the laboratories. This might be computer labs, it might be electrical labs, mechanical labs, whatever. I use other methods, for example, so in which all students read different things, for example, and then they when they meet, they share knowledge. Okay, so that at the end we didn't read all the same things but different, and we have a question, a big question then that we can answer through the exchange in smaller groups, for example. Or we have real workshops, so where people have to discuss about, watch a short movie, for example, and then discuss on that, or do an exercise or do an experiment and then work on it. So there are very many different ways, but the idea is that you really have to open up and to participate. Gerade für Thüringen, wir haben einen unheimlichen Fachkräftemangel, vor allen Dingen im Ingenieursbereich. Das bedeutet, wenn man fertig ist mit der Hochschule,
und einen Job sucht, hat man sehr gute Chancen in Thüringen. Es gibt wahnsinnig viele freie Stellen im Ingenieursbereich oder im Pflegebereich, in fast jedem Bereich. Was wird aber erwartet, wenn man nämlich in dieses Berufsfeld eintritt, als Berufsanfänger in Deutschland, durchläuft man meistens gar kein Trainee-Programm, sondern es wird gleich erwartet, dass man auch gleich loslegt und anfängt zu arbeiten. Das bedeutet, es ist notwendig, dass man auch während des Studiums schon praktische Fähigkeiten erlernt. Und das hat man an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Denn hier gibt es ganz viele Praxisphasen. Es gibt Labore mit hochwertiger Technik, wo man selbst schon Hand anlegen kann, wo man das selbst ausprobieren kann, selbst an Projekten arbeiten kann. Und wenn man interessiert ist und das Professor merkt, gibt es immer noch viel, viel mehr Möglichkeiten, wo man aktiv werden kann. Die Professoren fördern das auch. Bei den kleinen Gruppen sehen sie ja auch, was die Studierenden brauchen und was sie können. Und deswegen ist das vor allem für das spätere Berufsleben sehr, sehr wichtig, dass man schon ganz nah an der Praxis studiert. Ich hatte sehr viel Kontakt mit internationalen Studierenden, weil mein Masterstudium sehr international ist. Ich glaube, mit mir haben 7 Leute, also wir waren insgesamt 7 Leute, 3 aus Deutschland, der Rest von überall her. Und ja, wir sind auch über diese 2-3 Jahre Studium sehr eng geworden. Also wir haben ein Paar und wir versuchen auch auf die internationalen Studierenden einzugehen, indem wir Seminare auch auf Englisch gestalten und dann auch miteinander ins Gespräch kommen können. Jetzt ist es schön, jetzt haben wir sogar ein paar, die aus der Ukraine tatsächlich herkommen und auch bei uns mit in den Seminaren drinne sitzen und wir dann auch wieder versuchen, auf die orthodoxe Religion einzugehen und eben auch über diese Konflikte reden. Genau, wir versuchen in der Theologie schon sehr darauf einzugehen. Wir haben jetzt auch eine neue Vorlesungsreihe mit Krieg und Frieden in der Ukraine. Und genau, wir versuchen uns immer so ein bisschen der Gegenwart anzupassen. Und das zieht, glaube ich, Internationale dann auch wieder an, wenn wir präsent sind.